Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin und ich sage dir eins vorweg, es wird heute super dreckig. Ich nehme euch heute mit und zeige euch, wie wir den Invictus X9 jetzt seit ein paar Wochen getestet haben im Haushalt, gebe dir natürlich Einblick in unser Leben und zeige dir, wie wir diesen Sauger auf Herz und Nieren getestet haben. Also der hatte einiges bei uns zu tun, das sage ich euch schon mal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video dir gefällt. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, vergiss nicht ein Abo dazulassen. Lass mir auch gerne einen Daumen hoch, da sollte das Video gefallen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Zuschauen. Ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass mein Tag erstmal mit dem Swish and Swipe startet. Das heißt, das ist eine der Routinen, die man über die Fly Lady Methode lernt, beziehungsweise ein Babyschritt, der zu den Routinen führt. Und das heißt, ich wische einmal morgens 2 Minuten schnell das Badezimmer durch, einfach nur um die Sauberkeit beizubehalten und mir weniger Stress zu machen. Falls du noch nicht so vertraut bist mit der Methode, kannst du gerne in meine Playlists reinschauen, einmal zum Thema Zonenreinigung oder auch mit den Baby Steps, falls du mit der Fly Lady Methode beginnen möchtest. Ansonsten geht es bei mir direkt weiter. Ich kümmere mich um die Raumrettung. Das heißt für mich, dass ich einfach schnell die Räume einmal 2 Minuten versuche klar Schiff zu machen, in diesem Fall jetzt in der Küche. Und im Anschluss ziehe ich meine Kinder an und mache sie fertig, damit ich meine Tochter in die Kita bringe. Heute steht das Home Blessing an, das heißt, die Bettwäsche muss gewechselt werden, die Böden müssen gesaugt und gewischt werden und eigentlich gehört ja auch noch das Staubwischen, das Müllentleeren und das Spiegelputzen dazu. Das habe ich aber schon alles in dieser Woche gemacht, von daher geht es jetzt erstmal nur um diese essentiellen 3 Dinge. Ich habe ja das Invictus X9 Deluxe Set zur Verfügung gestellt bekommen, um es auszuprobieren und auszutesten und meine Meinung dazu zu sagen. Da ist so ein Aufsatz bei, mit dem man Matratzen säubern kann und mit UV-Licht auch die Milben abtöten soll. Ich bin da ohne Erwartung rangegangen, habe da jetzt gesaugt. Bei der ersten Matratze ist schon so viel Dreck gekommen. Ich dachte erstmal, es wäre von außen, aber es ist der Staub von innen. Es ist so ekelhaft, was da aus der Matratze rausgekommen ist. Ich habe sonst nie meine Matratzen abgesaugt, sondern nur gelegentlich mal diese Matratzenbezüge halt gewaschen. Aber nach dieser Erfahrung heute, muss ich ehrlich sagen, werde ich jetzt regelmäßig immer vor dem Bett beziehen, die Matratzen absaugen. Ich bin so erschrocken gewesen, was da aus der Matratze alles rausgekommen ist. Ich muss mich immer noch schütteln, wenn ich dran denke. Ich fand das wirklich ekelhaft und ich werde diesen Aufsatz auf jeden Fall häufiger benutzen. Ich fand das wirklich erschreckend, ja, und ich habe da, glaube ich, zukünftig einfach ein besseres Gefühl, wenn ich das jetzt jedes Mal absauge. Das ist nämlich das, was letztendlich aus den Matratzen rausgekommen ist. Es ist wirklich viel. Und als nächstes geht es aber daran, dass ich die Waschmaschine anschmeiße. Man soll ja täglich eine Waschmaschine anschmeißen und ich mache das halt direkt mit der Bettwäsche. So sieht unser Wohnzimmer im Moment aus. Bei uns ist der Hängeschrank runtergekommen. Ihr wisst, wir wollten eigentlich keine neuen Möbel anschaffen, weil wir auf Wohnungssuche sind. Das hat sich nun erledigt. Es müssen neue Möbel her. Und so sah es hinter dem Lowboard aus. Also es ist wirklich unangenehm, das zu zeigen. Das ist wirklich so die dreckigste Ecke, die ich jetzt in der Wohnung seit langem gesehen habe. Es ist aber auf jeden Fall ein guter Härtetest, um zu gucken, ob der Akkusauger damit zurechtkommt. Und was soll ich sagen, ich bin positiv überrascht, der Akkusauger hat echt alles weggesaugt und vor allem gibt es auch noch eine Booster-Funktion, also es gibt einmal eine normale Funktion zum Saugen und dann halt nochmal eine Booster-Funktion, die wirklich mit einem Staubsauger meiner Meinung nach mithalten kann und außerdem finde ich diese Lämpchen auch genial, weil man sieht halt direkt, wo wirklich Staub und Krümel sind. Man kann halt wirklich viel, viel besser saugen. Zudem ist dieses Set vom Deluxe Set 29-teilig und da gibt es halt ganz viele verschiedene Aufsätze für jeden Bedarf, also tipptopp und ich finde es auch gut, dass diese Düse zum Beispiel auch ein Lämpchen vorne hat, dass man halt auch damit wieder sehen kann, wenn man in irgendwelchen Ecken und Rillen saugt, wo man denn eigentlich saugt. Bevor ich euch gleich noch die Wischfunktion zeige, möchte ich aber hinzufügen, ihr könnt euch gerne nochmal die Produktpalette von Genius angucken. Die haben verschiedene Akkusauger in verschiedenen Preisklassen und auch anderes Zubehör. Ich habe auf das gesamte Sortiment von Genius einen Rabattcode für euch, Shirin10. Ich verlinke euch das alles noch einmal in der Infobox.
Und also da könnt ihr auch auf jeden Fall sparen und ihr könnt auch gerne mal auf der Seite vorbeischauen. Wie gesagt, das ist www.genius.tv, findet ihr alles nochmal in der Infobox. Ich habe das Deluxe-Set, das Invictus X9 Deluxe-Set, mit dem ich hier arbeite. Aber wie gesagt, es gibt da auch noch andere Modelle, da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, wenn ihr wollt. Ansonsten geht es für mich weiter. Ich muss jetzt halt den neuen Schrank einräumen und wir hatten ja vorher doch etwas mehr Platz als jetzt im Nachhinein. Das heißt, ich musste mich wieder von einigem trennen, aber es hat ganz gut geklappt und ich bin jetzt mit dem neuen Schrank bzw. mit der neuen Kommode super zufrieden, weil ich finde, das wirkt jetzt alles viel cleaner, es ist alles irgendwie viel ruhiger fürs Auge und ordentlicher, nicht mehr so viel Gedöns und Schnickschnack und so hoffe ich auch natürlich langfristig wieder die Ordnung beibehalten zu können. Ich beschäftige meine Tochter jetzt noch ein bisschen mit Wasserperlen und wir können uns dann, mein Mann und ich, uns weiter dem Haushalt widmen. Wie ihr gerade gesehen habt, der Invictus X9 hat halt auch bei der Saugstange so einen Schalter, wo man halt sozusagen die Stange einknicken lassen kann. Das ist super praktisch, das heißt, man muss sich nicht mehr beugen, um irgendwie in die untersten Ecken ranzukommen und es ist super im Handling. Vor allem, man muss auch die Düse nicht umschalten, wenn man den Boden wechselt. Also wenn man von Teppich auf Dielen zum Beispiel wechselt, da braucht man nicht mehr die Düse umzuschalten. Dann gab es hier wieder tolles Zubehör dabei, wie zum Beispiel diese Polsterreiniger. Das hat mein Mann auch schon mit zum Auto genommen, der hat da auch schon Polster gereinigt. Mein Mann nimmt das Teil sowieso ununterbrochen irgendwie mit zum Auto und arbeitet auch ganz gerne damit. Also das ist wirklich schon ein cooles Gerät, muss ich echt so sagen. In der Zwischenzeit mache ich jetzt aber noch schnell den Kindern was zu essen. Sie haben sich Kartoffeln mit Spinat und Rührei bzw. Kartoffelpüree mit Spinat und Rührei gewünscht. Und dann wollen wir noch schnell das Homeblessing fertig bekommen, weil wir heute noch mit den Kindern ein bisschen rausgehen wollen und was unternehmen möchten. Der Akkusauger arbeitet im Übrigen ohne Staubsaugerbeutel. Das ist ganz praktisch zum Stichwort Umweltfreundlichkeit. Und außerdem ist er auch sehr kompakt. Man kann den, also der ist auch leicht, wie man sieht, man kann da halt Aufsätze raufsetzen. Mein Mann kann jetzt gerade hier die ganzen Spinnweben von oben absaugen, ohne dass wir eine Leiter brauchen. Sonst müssten wir wirklich immer irgendwo raufklettern. Und wie gesagt, das lässt sich halt ohne Staubsaugerbeutel entleeren. Man kann da wirklich gut sauber machen. Ich habe jetzt den Boden noch mal ein bisschen bearbeitet, habe dann noch ein bisschen Kaffee auf den Boden verschüttet, um zu gucken, ob denn auch die Wischfunktion von dem Nasssauger genauso gut ist. Erstmal gibt es 2 Tanks, einmal einen Frischwassertank und einmal einen Schmutzwassertank. Man kann den Wassertank auch mit einem milden Allesreiniger verwenden, wenn man möchte, mit einem kleinen Schuss natürlich, nicht zu viel, sonst schäumt es über. Und es darf natürlich kein aggressiver Reiniger sein. Alle Teile lassen sich super einfach einsetzen und rausnehmen. Das gilt auch für die ganzen anderen Aufsätze, die in dem Set enthalten sind. Auf jeden Fall hat der Sauger gar kein Problem gehabt mit den Kaffeeflecken. Also das war so, da war ich echt gespannt, ob er es schafft und er hat es geschafft. Also ich bin sehr begeistert von der Wischleistung. Vor allem finde ich das richtig gut, dass das Schmutzwasser separat gelagert wird im Schmutzwassertank, also im Vergleich zu einem normalen Wischmopp, wo man ja eigentlich immer mit dem ganzen Schmutzwasser die gesamte Wohnung wischt, finde ich das hier super klasse, dass man eigentlich nur mit reinigen, also mit sauberem Wasser reinigt und das Schmutzwasser sozusagen separat ja, aufgefangen wird. Das Ganze lässt sich auch wieder sehr einfach reinigen. Man hat eigentlich kaum Kontakt zu Schmutzwasser und ich bin wirklich sehr begeistert. Der Nasssauger zieht auch das Wasser so stark ein, dass der Boden eigentlich fast schon wieder betretbar ist. Ich hatte auch kein Problem auf dem Dielenboden, hat auch wunderbar funktioniert. Und ich habe auch das Badezimmer direkt gewischt und war da auch wieder entsetzt, wie viel Schmutz bei rausgekommen ist, obwohl ich das Badezimmer erst vor kurzem geputzt hatte. Also scheinbar ist diese ganze Wasserfunktion durch diese separaten Filter doch schon ja, eine sauberere Angelegenheit, weil man ja einfach nur mit sauberem Wasser putzt und nicht mit dem Schmutzwasser und das hat sich auf jeden Fall hier bewiesen. Um die Bürste nochmal vom gröbsten Schmutz zu befreien, kann man dann in dieser Station Wasser füllen, kann einmal den Sauger laufen lassen, so reinigen sich die Bürsten einmal
von selbst und man kann natürlich das ganze Schmutzwasser im Nachhinein noch aufsaugen, so dass man eigentlich so gar nicht groß was machen muss und ja, sich die Hände nicht schmutzig machen muss. Also auf jeden Fall noch ein Bonuspunkt. Die Hausarbeit ist getan, jetzt können wir den Tag ausklingen lassen und mit den Kindern rausgehen. Ich finde wirklich, dass der Invictus X9 sehr, sehr gute Arbeit leistet. Ich finde, Preis-Leistung ist auf jeden Fall angemessen, die Saugleistung ist top. Er ist halt super praktisch. Mein Mann schleppt den halt wirklich alle paar Tage runter zum Auto und saugt da auch das Auto aus. Und man sieht halt auch, dass da auch die Saugkraft sehr, sehr gut ist. Also wir hatten das früher mal mit so einem Handstaubsauger versucht, der hat überhaupt nichts gebracht. Und hier merkt man halt wieder die starke Saugleistung, auch dank diesem Booster-Knopf. Also es ist wirklich top. Und ja, wir können dann halt auch immer schön schnell die Krümel der Kinder mal absaugen im Auto. Auch das ist auf jeden Fall ein Bonuspunkt. Also ich muss sagen, ich bin durchweg zufrieden. Preis-Leistung finde ich absolut angemessen. Bei uns steht der Akkusauger zum Beispiel auch hinter der Wohnzimmertür. Also er ist immer griffbereit, nimmt aber nicht viel Platz weg. Ihr wisst, bei uns ist Platz ein großes Problem. Aber er ist halt immer griffbereit, er ist leicht. Man kann wirklich einmal schnell durchsaugen und es macht auch wirklich Spaß. Also sowohl mir als auch mein Mann, wir saugen jetzt wirklich mehrmals täglich durch und das haben wir mit dem Staubsauger natürlich nicht gemacht. Das war immer viel umständlicher, den Staubsauger rauszukramen. Der war schwer, Kabel raus, Kabel rein, ihr kennt das ja. Mittlerweile muss ich sagen, ärgere ich mich über mich selbst, warum ich mir nicht schon viel früher einen Akkusauger angeschafft habe, weil es dort tatsächlich den Haushalt und das Leben vereinfacht. Mein Fazit ist auf jeden Fall, wenn ich das Gerät nicht hätte behalten dürfen, hätte ich es mir auf jeden Fall nachgekauft. Also mich hat der Test auf jeden Fall überzeugt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls wenn ja, lass mir gerne ein Däumchen da, ein Abo, einen Kommentar. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Video.